Mein Grossvater war Uhrmacher. Der hat in Renigards, in Lengnau, hat er die Lehre gemacht. Und von dort her ist es natürlich schon für mich als Kind absolut am Anfang faszinierend gewesen, wie viel oder wie konzentriert man und wie viel Zeit man kann verbringen durch das Migros durchschauen und den ganzen Tag so ein Säuerchen zusammenzusetzen, ist faszinierend gewesen, weil ich halt zu diesem Zeitpunkt ein bisschen ein Zabukind war. Ich hatte die Geduld nie gehabt. Mein Vater ist natürlich dann, hat dort hier nachgezogen, der hat auch Uhrmachen gelernt. Somit ist das Ganze dann noch ein bisschen näher an uns Kinder hergetragen worden. Wir haben auch immer Uhren daheim gehabt, zum Spielen, Stoppuhren und alles drum und dran. Und mein Vater hatte auch immer ein Atelier daheim. Der ist zwar heimgekommen vom Arbeiten und hat daheim wieder Uhren gemacht. Also, das war wirklich seine Leidenschaft gewesen. Oder war immer noch. Mittlerweile ist er 76, hat immer noch ein Atelier und fliegt immer noch spezielle Uhren. Der Rolf kennt es, glaube ich, weil für den Vater von Rolf macht er zwischen auch den Service an diesen Uhren. Und mein Vater könnte das selber machen, den Service. Der hat ja auch Uhrmacher gelernt. Er hat auch Uhrmacher gelernt, ja. Das ist Wahnsinn. Aber sie haben ja immer zusammen auch so ein Geschäft, also eine Uhrenbeziehung gehabt. Genau. Und, für mich ist es natürlich eben faszinierend, wie die Uhr funktioniert. Oder? So eine mechanische Uhr. Du kannst, wenn die Uhr die drehst und auch wenn sie 24 Stunden schon liegt, am nächsten Tag wieder nimmst, die Gangreserve nach wie vor wieder kannst anlegen und es dreht einfach immer noch. Und mit dieser Präzision, mit diesen Zahnrädchen, das ist einfach geil. Das ist das, was mich an dieser Uhrmacherei eigentlich auch fasziniert. Klar ist, heute ist mit den ganzen Smartwatches und alles drum und dran, hat auch den Reiz und es wird auch laufend halt hier in diese Richtung weitergehen. Aber eine mechanische Uhr ist halt einfach etwas Spezielles, oder? Ja. Ich habe mit Uhren eigentlich nicht so Berührungspunkte gehabt wie jetzt du oder ja, du vielleicht. Für mich ist so, bevor ich geflogen bin, die Uhr, die ich hatte, das war so ein Accessoire gewesen. Es sieht schön aus, es ist, man hat Freude daran, es ist ein Wert, es ist Mechanik sicher auch, oder, wo sehr faszinierend ist. Und ich glaube, jetzt eigentlich seit ich fliege, trage ich auch regelmäßig eine Uhr. Weil ja, für uns ist schon noch wichtig, Startzeit aufschreiben, Landezeit aufschreiben, wissen wieder, okay, jetzt muss ich langsam wieder zurück. In einer halben Stunde habe ich den nächsten Schüler. Oder so, eigentlich seit ich fliege, trage ich eine Uhr. Mhm. Und vorher ist es mehr auch Schmuckstück? Ja, ein Schmuckstück eigentlich. Ja. Und schon die Faszination ist schon, wie das funktioniert. Oder? Die Technik, das ist so, also ich habe bis jetzt noch nicht verstanden, wie das funktioniert. Oder die Technik. Und das ist vor allem allein mit der Bewegung und schlussendlich, dass es so präzise ist. Die Zeit stimmt ja, oder? Ja, und das ist ein wichtiges Instrument in der Fliegerei. Oder? Also ich denke jedes Mal, ich könnte nicht mit einem Handy funktionieren und dort die Zeit ablesen. Oder? Das vom Fuß weg geht das gut. Oder? Aber in der Fliegerei ist die Uhr nach wie vor eines der wichtigen Instrumente. Schnell auf die Uhr schauen, oder? Wie du sagst, Startzeit, Landezeit, aber auch Zwischenzeit. Oder? Schnell mal schauen, oder? Wie lange habe ich noch Most, oder? Habe ich noch genug Benzin? Oder? Für das braucht es einfach eine Uhr. Ja. Und das ist das, was am schnellsten angeht. Oder? Und dann muss ich nicht noch mit dem Handy fummeln und dann kein Akku. Oder? Dann ist eben eine automatische Uhr einfach das Zuverlässigste. Ja. Absolut genial. Wenn bei uns beim Heli ist, wenn man das Handy führen ist, dann macht der Heli irgendwas. Ja, genau. Wir brauchen meine Tour hauptsächlich beim Cockpit jetzt für einen Cooldown der Turbine zu messen. Und sonst, während dem Flug habe ich im Glascockpit, eben in den historischen Flügen können wir die Glascockpit natürlich noch nicht. Bei euch sicher ein bisschen anders. Ja, wir haben es schon auch, ja. Aber sonst habe ich dort drinnen natürlich meine Instrumente, die ich brauche, wo ich den Fuel habe und alles drum und dran, ohne dass ich einen Kontakt zu der Uhr habe. Aber wirklich für einen Cooldown oder Startzeit, Landezeit ist es natürlich absolut das, was es ist einfach ring, oder? Es geht schnell. Ja, richtig, genau. Ja, bei mir natürlich schon ein Navigationsgerät. Wenn ich hier ins Ausland fliege, ist das natürlich eine absolut coole Sache, so ein Navi. Aber ich fliege noch viel nach Karten, oder? Schaue raus, habe Wegpunkte und der ist schon noch gut, wenn ich schauen kann, wie lange habe ich von A nach B, von B nach C und von C nach D. Oder um wirklich mit der Uhr können auch Timechecks machen, oder? Und für das auch wieder, wie ich es vorhin gesagt habe, absolut das Zuverlässigste, oder? Und da fliege ich natürlich noch ein bisschen nach alter Schule mit den Karten, oder? Aber im Ausland ganz klar ist das Navi auch wertvoll, oder? Mhm.
Also, ohne Navi würde ich jetzt auch nicht hier irgendwie noch gross nach Frankreich fliegen. Oder? Das geht schon mit den Karten, oder? Aber eine Karte ist mir auch schon weggeflogen im Bücher, oder? Ja. Ein bisschen raufgegangen, plötzlich ist das Teil weg gewesen, oder? Also, ich habe immer 2 Karten dabei, genau wegen dem, oder? Aber die Tour ist dort nicht unwichtig. Ja, das stimmt. Silvio, bei dir? Cooldown-Zeit ja, von der Turbine, also Cooldown-Zeit auf jeden Fall, oder? Das ist etwas. Startzeit, Landezeit, das ist so. Ja, und es ist für mich schon noch, ich glaube, jetzt hier mache ich da keine Schulung, oder? Ja. Jetzt, als Fluglehrer gibt es dann schon noch jemanden, dass du einfach sagst, oder, eine normale Lektion, gehst plus minus eine Stunde fliegen. Und dann sagst du auch, okay, ja gut, jetzt sind wir schon eine halbe Stunde unterwegs, oder jetzt langsam gehen wir so ein bisschen die Richtung, machen vielleicht dort noch eine Übung und kommen dann heim, oder? Einfach so ein bisschen zum das Ding, den Überblick von der Zeit so im Flug zu behalten eigentlich, oder? Navigationsmäßig eben mit Timecheck und so eher weniger eigentlich.